Flugzeuge verbinden nicht nur Orte, sie verbinden in erster Linie Menschen und in unserem Fall auch unsere Familie und das auch über mehrere Generationen hinweg. In uns allen stecken Geschichten, Erinnerungen, Begegnungen, Leidenschaft und Pioniergeist. Seit 100 Jahren geben Menschen bei Lufthansa jedem Flug Bedeutung. Tag für Tag, Flug für Flug. Mein Name ist Ulrich Hayek, ich bin First Officer bei Lufthansa. Mein Name ist Monique Zimmermann, bin Purser 1. Wir haben uns vor über 3 Jahren auf einem Flug kennengelernt. Wir sind mittlerweile verheiratet und Eltern geworden. Wir haben eine kleine Tochter, unser ganzer Stolz. Und auch meine Eltern haben sich beim Fliegen kennengelernt. Ich heiße Jürgen Zimmermann, bin mittlerweile Rentner, war vorher Flugkapitän 380. Ich bin Andrea, ich bin P2. Als wir uns kennengelernt haben, das war ein gemeinsamer Flug von Düsseldorf nach Monastir. Dass unsere 3 Töchter heute auch alle bei Lufthansa fliegen, das hätten wir uns natürlich damals überhaupt nicht vorstellen können. Ich bin Johanna Zimmermann, ich bin Flugbegleiterin. Ich bin Luise Zimmermann und ich bin First Officer auf dem 320. Familie ist uns schon super, super wichtig. Gerade so Tage wie Geburtstage, da wird sich auf jeden Fall frei requestet. Wir legen schon großen Wert darauf, dass wir das immer zusammen verbringen. Für mich so als angeheirateten Teil der Familie, ich konnte feststellen, sie sind sehr eng miteinander, sehr eng verbunden. Ich habe auch oft das Gefühl, dass es bei uns stärker als bei vielen anderen Familien ist. Mein Papa hat früher immer gesagt, wer Wurzeln hat, kann fliegen gehen. Und das ist so ein bisschen das Motto unserer Familie. Wir sind zwar überall verstreut, aber wir wissen alle, wo unsere Basis ist. Wir sind immer füreinander da. Wir sehen uns auch sehr, sehr häufig. Auch unterwegs kriegen wir ab und an mal Nachrichten voneinander. Zum Beispiel mein Schwager und ich, wenn wir uns den Flieger irgendwo übergeben. Das heißt, ich bringe ihm den Flieger und er fliegt mit dem gleichen Flieger dann wieder zurück. Dann wartet auch im Cockpit mal eine Nachricht für einen. Oder beispielsweise haben wir auch noch Postfächer. Und dann werden auch manchmal Sachen einfach mitgebracht aus den Layovern. Und was wir machen, wir fliegen einmal im Jahr vor Weihnachten, fliege ich on Duty nach New York. Und dann begleitest du mich, auch so kleine Traditionen schon zusammen und das ist auch echt immer cool und macht Spaß. Also wir sind jetzt seit 3 Monaten Eltern. Ich bin arbeiten. Niki ist zu Hause momentan in Stillzeit. Und was toll ist, wenn man eine Familie im Hintergrund hat, es gibt eine Oma, es gibt einen Opa und auch 2 Tanten, die uns da recht tatkräftig unterstützen. Wenn ich zurückdenke an Andrea und Jürgen, als sie euch quasi hatten in der Kinderstube, die hatten niemanden zum Aufpassen. Die haben deutlich mehr organisieren müssen, als wir das jetzt tun müssen. Damals hatte man in der Fliegerei noch nicht richtig viele Gestaltungsmöglichkeiten, als unsere Kinder auf die Welt kamen. Es gab am Anfang noch keinen Erziehungsurlaub und das Ganze mit der Kinderbetreuung gestaltete sich da recht schwierig. Wir haben das dann so gemanagt, dass wir wirklich aneinander vorbeigeflogen sind. Und dank wirklich netter Planer hat man das dann einfach so hinbekommen, dass immer jemand für unsere Kinder da war. Wovon unsere Kinder sehr profitiert haben im Laufe der Zeit, war natürlich auch, dass es aber geklappt hat, dass wir sie mitnehmen konnten. Also natürlich haben wir das im Blut, wir sind damit aufgewachsen. Mama und Papa haben wir dabei immer beobachtet. Wir kennen es tatsächlich auch einfach gar nicht anders. Ich habe nach dem Abitur gedacht, ich wäre die Einzige in der Familie, die das nicht macht und habe dann angefangen zu studieren. Und als ich dann in einem Praktikum in diesem Büro gesessen habe und unten irgendwann auch schon die Gärtner beneidet habe, die da gearbeitet haben, hat meine Mama vorgeschlagen, dass ich ja eine Pause machen könnte und mal zur Fliegerei gehe. Ja, und damit ist es dann auch geendet. Ja, ich wollte immer in die Fußstapfen von meinem Papa treten. Nachdem ich mit 14 mit dem Segelflug angefangen habe, war natürlich der nächste Step, sich bei Lufthansa dann zu bewerben, die Flugschule dann positiv durchlaufen zu haben. Natürlich mit etwas Wartezeit verbunden, die ich mit der Arbeit in der Kabine verbinden konnte. Konnte auch nochmal einen Zwischenstopp bei der Austrian in Wien machen für 2 Jahre und ja, dann 2022 endlich als First Officer bei Lufthansa in Frankfurt arbeiten. Als sie mir berichtete, dass sie den Aufnahmetest bestanden hat, dann war ich schon riesig stolz und habe mich auch riesig gefreut einfach. Und ja, die Ausbildung selbst habe ich natürlich sehr eng verfolgt.
Ich war in Bremen zur Flugschule, ich war in Phoenix, Arizona, bin auch sogar einmal mitgeflogen. Also ich habe die Flugschulzeit komplett mitbekommen. Der Fine-Check ist natürlich ein großer Event und zufällig war es eben ein guter Freund von uns, der sie ausgecheckt hat. Und wir haben sie groß empfangen. Alle waren da und haben sich einfach für sie gefreut. Und dass es der Kollege war, den ich sehr gut kannte, hat mir durch die Sache nochmal einen draufgesetzt. Da ich Wartezeit hatte, habe ich in der Wartezeit auch in der Kabine gearbeitet und würde sagen, habe dadurch sehr, sehr viel Verständnis, was in der Kabine auch so abgeht. Was ein enormer Vorteil ist, der Blick für den anderen wird wesentlich geschärft. Wir im Cockpit, wir sind abgekapselt von dem, was hinter uns passiert. Im gegenseitigen Dialog miteinander schärft es das Verständnis füreinander. Das ist ein enormer Vorteil. Es gibt oft Fälle, wo du sagst, ja, das und das ist passiert und ich dann sagen kann, ja, das ist der Grund dafür und genauso umgekehrt, dass man einfach das Verständnis füreinander entwickelt. Also ich finde, Lufthansa hat schon eine ganze Menge Werte, die man auch als Familie teilen kann. Von jeder Instanz, die wir hatten, hat schon einer versucht, die Verantwortung für den anderen zu übernehmen, sonst hätten wir es ja auch nicht gekonnt. Dieses Füreinander einstehen, was wir auch in der Familie machen, genau das haben wir damals eben bei Lufthansa noch erfahren dürfen. Das ist eben unser Arbeitgeber, das ist unsere Welt. Und auch jetzt ist es schon immer so, wenn wir irgendwo auf der Welt sind und sehen eine Lufthansa-Maschine, dann fühlt man sich schon fast wieder zu Hause. Also Lufthansa ist schon ganz, ganz klar der Favorit und war es immer und wird es auch so bleiben. Ich bin wirklich sehr, sehr stolz, dass meine Töchter eigentlich den gleichen Weg bei Lufthansa eingeschlagen haben, sei es im Cockpit, sei es in der Kabine. Ich freue mich darauf, noch miterleben zu können, was vielleicht die nächste Generation, unsere kleine Romy, noch so erleben wird. Wäre natürlich schön, wenn sie auch irgendwo bei uns in unserer großen Lufthansa-Familie die Welt entdecken könnte.